Jeden Tag zur gleichen Stunde kommt die Dame mit dem Hunde. Und ich ahn schon das Malheur, denn der Schoßhund folgt nicht sehr. Gelb vor Ärger muss ich pfeifen. Wegen diesem Hundeschwanz täglich eine Dissonanz. Also das war ja jetzt ein DEFA-Film und die DEFA zeichnete sich nicht gerade durch ihre Lustspiele aus. Das war nicht die Stärke der DEFA, aber es war für mich trotzdem sehr, sehr schön, hier einen wirklich wunderbaren Schauspieler wiederzusehen, Rolf Herricht. Der war nämlich einer der ganz wenigen DDR-Schauspieler, der Boulevard konnte. Das wurde an unseren Schauspielschulen eigentlich weniger gelehrt, das wurde eher verachtet. Also Peter Passetti, den es im Westen gab, der war bei uns undenkbar. Bei uns wollte man mehr die Bodenständigen, mehr die Arbeiter gestalten. Das war auch noch eine Folge von Brechts wunderbarem Berliner Ensemble. Und die Dame mit dem Hund, das war wirklich eine Volksschauspielerin im besten Sinne. Das war Marianne Wünscher, die war, ich glaube, 30 Jahre an der Volksbühne. Und ich hatte das Glück, mit der auch mal Kabarett zu machen. Das muss 1965 gewesen sein, auch an der Ostberliner Volksbühne. Und dann probierten wir also Marianne Wünscher, Hannes Teuscher, das Ganze hieß "Was soll das ganze Theater?" und war natürlich in der DDR war alles politisch. Also am Beispiel Theater führten wir den Irrsinn dieser Gesellschaft vor. Und die Abnahme, also die Zensur, passierte am Morgen des Premierentages. Und wir hatten uns geeinigt, Marianne Wünscher, Hannes Teuscher und ich, da sie beide nicht Genossen waren, durften sie auch nicht mit zum Abnahmegespräch. Ich als auch nicht Genosse, aber ich war ja Regisseur und Autor, also mich musste man ja da zu dem Abnahmegespräch laden. Und wir einigten uns vorher, Änderungen sind nicht mehr möglich. Von mittags auf abends, das geht nicht. Und es kamen Einwände, also die üblichen, antikommunistisch und defätistisch und was es nicht alles. Ich sagte, ja gut, dann kann es nicht stattfinden, dann müssen wir die Premiere ausfallen lassen, denn wir sind nicht mehr in der Lage, noch irgendwas umzulernen. Da wurde mir durch Erpressung vorgeworfen, aber eine Premiere ausfallen lassen wäre ein Politikum gewesen. Und dann war Folgendes, dass dann nicht nur die Sitzplätze, es fand im Sternfoyer der Volksbühne statt, die Premiere, nicht nur die Sitze alle besetzt waren, sondern auch die ganzen Treppen waren noch besetzt von lauter Leuten, die nun aufpassen sollten, dass hier die Konterrevolution nicht ausbrechen würde. So ernst wurde man damals im Kabarett noch genommen oder im Theater. Das waren schöne Zeiten. Naja, als ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, in einem Punkte hat es keinen Unterschied gegeben zwischen Ost und West. Die Uniformierten und die Vertreter der Streitkräfte haben mit gleichen Augen schönen Mädchen nachgeguckt. Ja, das ist auch das Beste, was wir tun können, finde ich. 1966 begann die Große Koalition, die erste. Und ich begleitete Brandt nach Bonn. Er wurde Außenminister. Ich wurde Planungschef. Meine erste Frage war, welche Überlegungen gibt es zur deutschen Einheit? Ja. Ergebnis 0. Weißes Papier, Schreibtische waren leer, Schubladen auch. Und bei der Frage an die Mitarbeiter, dann lasst uns doch mal anfangen, was kann man überlegen, haben die gesagt, das dürfen wir gar nicht, das ist gar nicht unsere Kompetenz. In allen ganz Deutschland und Berlin betreffenden Fragen haben die 4 Mächte die oberste Gewalt, nach wie vor. Dann habe ich gesagt, dann lasst uns mal so tun, als könnten wir auf dem grünen Rasen beginnen und uns was überlegen in Berücksichtigung unterhalb dieser fabelhaften Rechte. Das haben wir dann auch gemacht. Das wurden dann die Ost- und Deutschlandpolitik, ein langes Papier und ein weiteres langes Papier über die Frage der Sicherheitsstrukturen, weil uns klar war, Deutschland wird nie in die Freiheit seiner Einheit entlassen werden, wenn unsere Nachbarn fürchten. Anschließend stellen wir territoriale Ansprüche. Insofern war dann
die Oder-Neiße-Linie und ihre Respektierung mit Polen eine stille Voraussetzung später für die deutsche Einheit. Das war das Gebäude, mit dem man anfangen musste, um danach die Hardware zu machen. Also das war die Software. Wir haben planiert, das Gelände, haben Beziehungen aufgenommen, unter Einschluss der DDR selbstverständlich. Das war auch das Neue, das war auch der Punkt, an dem die CDU in die Luft gegangen ist, als der Brandt zum ersten Mal gesagt hat, dass die DDR ein Staat ist, wenngleich nicht Ausland. Na gut, aber das war wirklich wichtig. Und zwar deshalb, weil ich dagegen war und gesagt habe, wir wissen, dass das rauskommt als Ergebnis, aber als Vorleistung. Und da hat der Brandt gesagt, manchmal ist es gut, sein Herz am Anfang über die Hürde zu werfen. Und der Scheel, der dabei war, hat gesagt, wir sollten das so machen, wie der Herr Bundeskanzler das will. Und in der Tat war das, habe ich später erfahren, der Punkt, genau dieser Satz, durch die Leute in Moskau gesagt haben, es lohnt sich, mit denen zu reden, wenn die es ernst meinen, kann man wirklich etwas erreichen. Was für mich dabei das Neue war mit dieser Ostpolitik, dass zum ersten Mal der Westen anerkannt hat, dass auch der Osten Interessen hat. Ja, natürlich. Ja, aber das war vorher. Ja, aber wir sind doch nicht blöd. Wir waren im Kalten Krieg. Aber deshalb ist man ja doch nicht verpflichtet, dumm zu werden oder so. Naja, das ich war hatte doch schon den selbstverständlich. Die Amerikaner haben doch russische Interessen respektiert. Und umgekehrt. Ja, und aber man hat sie respektiert, um den Status quo zu erhalten. Ja. Aber nicht, um weiterzukommen. Und das war das Neue für mich in ihrer Ostpolitik. Das wurde ja auch das Neue. Wenn wir wenigstens keine Glatzen hätten. Haltet doch mal die Schnauze! Mann, wie kommen wir bloß aus der verbauten Kiste raus? Hauptsache runter von der Insel. Und denn? Blöde Frage. Nach dem Westen? Vor dem 13. vielleicht. Jetzt ist der Laden dicht. Ja, mit so einem Film wie der Glatzkopfbande versuchte man eigentlich die schädlichen Einflüsse des Westens auf den Osten zu brandmarken. Und ulkigerweise, es beruhte ja auf einem wirklichen Ereignis. Da hatten ein paar Jugendliche an der Ostsee Musik gemacht und hatten sich aus Quatsch die Glatzen geschoren. War aber völlig harmlos. Die armen Leute sind bloß, dieser Fall geschah bloß kurz vor dem 13. August. Und als sie im Gefängnis saßen, wurde die Mauer gebaut. Und deshalb, da wollte man jetzt ein Exempel statuieren an diesen Jugendlichen. Und da hat man einen Film drüber gedreht, in dem man sagt, das wären die schädlichen westlichen Einflüsse, was man jetzt so gesehen und gehört hat. Dieser Film war trotzdem ein großer Publikumserfolg, was selten einem Propagandafilm gelang, weil nämlich da wurde diese westliche Unkultur, nämlich diese westliche Musik gespielt und die Jugendlichen rannten rein, um diese Musik zu sehen und diese schicken Lederjacken, die man dort hatte. Also der Film ist eigentlich in seiner Wirkung genau nach hinten losgegangen. Und das passierte ja nun in der DDR gar nicht so selten. Nicht? Es war eigentlich so, wenn man im neuen Deutschland eine Kritik an irgendeinem Film oder einem Theaterstück oder einem Buch gelesen hat, also wenn die Kritik schlecht war, dann wusste man, das Buch muss ich lesen, den Film muss ich sehen oder in das Theaterstück muss ich gehen. So hat das, also so eine Versuche, die Kultur oder die Kunst zu reglementieren, die ging sehr oft nach hinten los. Einmal allerdings dann, also 65, als das berühmte 13. Plenum der SED stattfand, da ging es der DDR wirtschaftlich mal wieder sehr schlecht. Das hatten Schwierigkeiten mit der Sowjetunion. Das werden Sie ja besser wissen, was damals war. Aber das hatte für die Kultur schreckliche Folgen. Da wurden also eine ganze Masse von DEFA-Filmen verboten. Und ich war damals am Theater der Freundschaft in Ost-Berlin. Bei uns wurde ein ganzer Spielplan gekippt. Ja, aber ein Stück, aber einen ganzen Spielplan? Doch, einen ganzen Spielplan. Es wurde ja die ganze Jahresproduktion der DEFA zum Beispiel, wurde ja auch verboten. Darunter ganz harmlose Filme. Nicht zu verstehen. Ja, DDR ist auch selbst für einen, der es ja erlebt hat, oft überhaupt nicht zu verstehen. Es war zum Beispiel, als diese Biermann-Ausweisung war, aber da gehen wir jetzt schon weiter vor, da wurde plötzlich überall verboten.
Ich habe zu der Zeit gerade in Dresden an der Herkuleskeule ein Stück inszeniert, das hatte ich nicht geschrieben. Das war eine Parodie auf My Fair Lady, in der ein Professor des Marxismus, Leninismus, ein junges Mädchen die Parteisprache lehrt, also Parteichinesisch lehrt. Die Proben fanden während dieser Ausweisungsgeschichte statt. Plötzlich kam die Partei an und entdeckte feindliche Untiefen in dem Programm, die wir gar nicht gemeint hatten. Unter anderem ging es da um die Darstellung der Bauarbeiter als Faulenzer und Trinker und so. Und wir hatten dann natürlich auch unsere Tricks. Also als diese Zensoren da kamen und sagten, also die Bauarbeiter werden euch von der Bühne jagen, wenn ihr das spielt. Und da hatte der Direktor der Herkuleskeule die wunderbare Idee, sagte, da laden wir doch mal unsere Patenbrigade ein, es war eine Baubrigade, laden wir doch mal ein zu einer Probe und die sollen mal gucken. Und das Ergebnis war, die Genossen waren dabei, die Bauarbeiter und wir. Die hatten das gesehen und hatten sehr gelacht schon in der Probe und haben danach gesagt, wir hätten wahnsinnig untertrieben, in Wirklichkeit wäre es viel schlimmer. Das war natürlich nun ein Mittel, da konnten die Genossen nichts mehr sagen. Also man hat schon auch mit Tricks gearbeitet. Zensur kann man immer betrügen. Aber eine Parodie auf My Fair Lady müsste doch für die DDR abmildernd gewesen sein oder gewirkt haben. Natürlich. Also man kann darüber lächeln sogar, nicht? Ja, natürlich. Wir haben es ja deshalb, wir haben ja im Kabarett eigentlich immer versucht, durch so eine Tricks es abzumildern. Ja. Aber diese heimtückischen Zuschauer, die haben immer unsere wirkliche Absicht dahinter entdeckt. Wir hatten ja also in der DDR wirklich das intelligenteste Kabarettpublikum und Theaterpublikum auch, das man sich nur wünschen kann. Also Sie können jetzt darüber lachen, damals war es gar nicht so zum Lachen, nicht? Nee, es war oft wirklich nichts. Also gerade in den 60er Jahren, wenn ich an 65 denke, als die Spur der Steine zum Beispiel im Kino International aufgeführt wurde. Ich war da zufällig drin und plötzlich tauchten dort ja, ganze Scharen von FDJ-Lern in FDJ-Hemden auf und protestierten gegen diesen Film. Das ist natürlich, das ist dann ungemütlich. Was in Leipzig in der Pfeffermühle passiert ist, plötzlich Kampfgruppen in Uniform unten saßen und gegen dieses Kabarett da oben protestierten. Das war dann immer die Stimme der Arbeiterklasse. Honecker hat ja nie selber verboten. Er hat ja immer dann die... Verbieten lassen. Ja, also die Arbeiterklasse dann bemüht. Ne? Das waren dann die Eingaben, die da gemacht wurden. Und das war also 65 bis 66, 67, das war so eine ganz schlimme Zeit, in der es eigentlich... ja, in der Kultur kaum was möglich. Wie haben Sie denn die 68er-Geschichten empfunden, erlebt? Also da muss man, glaube ich, jetzt wirklich trennen. 68 ist für den Westen die Zeit der APO, ne, und die Zeit des Vietnamkrieges. Es ist, auch die, ja, im Grunde die Emanzipationsbewegung. Ich habe die sehr positiv gesehen. Ich fand also, was da passiert, und ich finde, heute noch ist dieses 68, was Sie vielleicht gar nicht als so schön empfunden haben immer, ist genau das, was uns im Osten fehlt. Diese Emanzipation, dieses Weg von nach oben ducken. Ich glaube, dieses 68 hat die Bundesrepublik sehr zum Vorteil verändert. Natürlich hat sie verändert. Ist das übergeschwappt in die DDR? Wenig. Für uns war es ja eher die Sache, unsere Hoffnungen lagen in Prag, beim Prager Frühling. Da hofften wir, das würde übergreifen auf uns. Und da diese Hoffnung zunichte gemacht worden ist, war 68 für uns eigentlich zum Ende eine einzige Depression. Es war also das, was im Westen an Emanzipation gelungen war, ist genau im Osten misslungen. Also ich muss sagen, ich habe das gar nicht so hautnah miterlebt. Ich war zu sehr beschäftigt da in meinem Planungsstab. Ich habe nur in den Zeitungen gelesen und natürlich auch wahrgenommen, dass die Studenten anfingen zu rebellieren. Und ich fand das wundervoll. Und zwar aus folgendem Grunde. Die Studentenrevolte hatte in Berkeley in Amerika begonnen und war über Paris gekommen und nun auch in Deutschland. Und zum ersten Mal waren die deutschen Jugendlichen mit den anderen großen westlichen demokratischen Jugendlichen auf einer Linie und auf einer Wellenlänge. Na, ist das nicht fabelhaft? Ja, das war bei uns der reine Neid, dass sowas bei uns nicht möglich war. Also so eine Sache wie der Fritz Teufel, diese berühmte Geschichte, wenn es denn der Wahrheitsfindung hilft, nicht, wenn er aufsteht vor Gericht.
Also das wurde natürlich bei uns sehr wohl registriert, aber eigentlich das wirkliche Interesse, die wirkliche Hoffnung für uns lag in Prag. Also bei uns ja zum Teil auch. Also Sozialismus mit menschlichem Antlitz war schon eine dolle Sache. Und als das dann niedergeschlagen wurde, hatten wir natürlich Sympathien für Dubček und seine Mitstreiter und haben gleichzeitig natürlich den anderen Teil wahrgenommen, nämlich wir hatten doch einen BND und der war nun nicht mehr angewiesen auf Spione oder ihr habt gesagt wie hießen die? Unsere waren Kundschafter des Kundschafter Friedens. des Friedens, Ja. jawohl. Also die westlichen Kundschafter des Friedens waren da nicht mehr gefragt, sondern es waren Instrumente gefragt, Messungen gefragt, Funksignale aufzufangen und auswerten. Und da haben wir die Probe gehabt, dass wir die Funksignale der Streitkräfte, die daran beteiligt waren, so gut auffangen konnten und so rechtzeitig auffangen konnten, dass wir wussten, die Sache kann nicht zu einem Angriff gegen die Bundesrepublik benutzt werden. Die Sache ist wirklich auf die CSSR beschränkt. Und deshalb konnte die NATO ganz früh die Alarmstufen wieder runtersetzen und sagen, keine Sorge, es passiert nichts, uns passiert jedenfalls nichts. Ja, das war ja das Schreckliche eigentlich, dass die Machtbereiche waren aufgeteilt und daran war nicht zu rütteln. Jeder sorgt für Ruhe in seinem Hühnerhof. Ja, ja. Ich glaube, es gab in den 60er Jahren eine Sache, die Ost und West gleichermaßen beschäftigte. Das war der Vietnamkrieg. Im Westen waren es ja die Studenten und die jungen Leute. Im Osten war es ja auch im Interesse der Partei. Entsprach es also durchaus auch der Linie der Partei, dass man gegen diesen Vietnamkrieg demonstrierte. Trotzdem war das einmal ein Punkt, wo wir freiwillig zu Demonstrationen gingen. Also der Vietnamkrieg hat ungeheuer nervös gemacht, nicht nur, sondern auch empört. Ja. Und zwar nicht nur junge Menschen, sondern auch ältere. Was man da alles sehen konnte, was da alles angerichtet wurde, mit nun wirklich asymmetrischer Kriegführung. Ja. Nicht? Von oben, man konnte sich ja nicht wehren und Entlauben der Bäume etc. pp. Und ich werde nicht vergessen, dass ich mit Brandt in Washington gewesen bin und unter anderem den damaligen Verteidigungsminister besucht hat, McNamara. Und der hat im Pentagon, der hat uns nun bewiesen, dass Amerika den Krieg gewinnen wird und gar nicht anders kann, als ihn zu gewinnen, und zwar mit Zahlen. Und als wir rausgingen, habe ich dem Brandt gesagt, das ist ungeheuer überzeugend. Und der sagte, ja, der hat nur eins vergessen, die Menschen. Ja. Das waren Affen, die waren noch auf den Bäumen eigentlich, nicht? Das heißt, es ist eine ungeheure die Verachtung des menschlichen Faktors. Na gut. Und dann habe ich ein bisschen später den Brandt gefragt, sag mal, du hast keine einzige amerikakritische Äußerung zu Vietnam von dir gegeben. Und darauf sagte er, ein Freund, der in Not ist, den schont man. Habe ich auch nicht vergessen. Die Amerikaner haben das übrigens auch Brandt nicht vergessen. Seine Meinung war ganz anders als seine Nichtäußerungen, natürlich. Erzählt, dass ich eigentlich Schauspieler nur aus lauter Hilflosigkeit geworden bin. Und ich habe mich in dem Beruf auch nie wirklich wohlgefühlt. Ich habe mich immer ein bisschen geschämt für das, was ich da spielte. Hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich am Kindertheater war. Und da spielte man eben unter anderem auch mal Pinguine, Milchkannen und lauter so ein Zeug. Und das ist für einen Erwachsenen nun nicht unbedingt das Ziel. Für mich war immer Kabarett immer das Eigentliche, was ich macht. Aber es sind natürlich zwei Randerscheinungen in der Kultur. Also Kindertheater und Kabarett gehört nicht gerade zur Hochkultur. Aber ich habe schon, als ich mein erstes Engagement in Dresden
am Kindertheater antrat, bin ich sofort zur Dresdner Herkuleskeule gegangen, habe sofort dort angefangen, für die Herkuleskeule zu schreiben. Und dann kam ich nach Berlin. Das war ja nur in der DDR, war natürlich, Berlin war das Zentrum aller Wünsche. Also in Berlin war, der ging nicht wieder weg. Aber ich merkte eben, das ist nicht mein Beruf. Was, Schauspieler? Schauspieler, ja. Das ist also überhaupt nicht. Und dann habe ich nach langem Zögern, ich war ja nur verheiratet, 2 Kinder und man muss ja irgendwie Geld verdienen. Aber dann dachte ich irgendwann, wenn ich jetzt bleibe an diesem Theater, ich war schon 10 Jahre da am Theater der Freundschaft, wenn ich jetzt noch länger bleibe, dann komme ich auch als Rentner noch mit der Thermosflasche her, werde ein Darstellungsbeamter. Und da habe ich einfach von einem Tag auf den anderen Nein gesagt. Und von dem Tag an ging es mir richtig gut. Da gelang es mir dann sogar auch vom Schreiben zu leben. Ich habe Kinderstücke geschrieben und Kabarett. Bei mir war das natürlich total anders und unvergleichbar. Also im Ergebnis der Arbeiten im Planungsstab waren wir fertig und haben, als die Wahl im Herbst 69 das ermöglichte, sofort, also mit der FDP, wie übrigens in der berühmten Elefantenrunde vorher schon angekündigt, wenn es denn geht, werden wir es versuchen, gemacht. Und das bedeutete für mich als erstes noch im September oder Oktober 69 nach Washington zu fahren. Denn wir haben als ersten Kissinger informiert. Der war damals Sicherheitsberater des Präsidenten Nixon. Bevor das in der Koalition besprochen, bevor das im Bundestag, bevor das veröffentlicht wurde, wurden die Amerikaner informiert über das, was wir vorhatten. Und Kissinger war sehr misstrauisch. Und er hat mir Löcher in den Bauch gefragt. Und habt ihr das bedacht und das bedacht? Und was ist denn, wenn so? Ich kann es vorstellen, wenn die Deutschen schon wieder anfangen mit den Russen, na, wo kommen wir denn dahin? Bis es mir zu viel wurde und ich ihm gesagt habe, Henry, ich bin nicht hierher gekommen, um zu konsultieren. Ich bin hierher gekommen, um zu informieren. Wir machen das. Wir haben uns das überlegt und werden es tun. Also ich habe ihn nicht überzeugt, aber ich habe ihm hoch angerechnet bis heute, dass er es hat geschehen lassen. Aber misstrauisch war er. Natürlich war er misstrauisch, ist auch geblieben. Ja. Misstrauisch war er. Sie haben es geschehen lassen, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, kann ja nichts passieren. Ist ja nicht gefährlich. Kein Risiko. Hier ist die Power bei uns. Die Russen wissen, dass wir sie haben. Wir können das jederzeit bremsen. Lass die Verrückten doch mal mit der Idee von Gewaltverzicht probieren. Und als ich nach dem Moskauer Vertrag wieder nach Washington kam, kam er mir entgegen und sagte, das ist überhaupt noch nicht passiert in meiner Karriere, dass eine Regierung uns vorher sagt, was sie will, es dann auch tut und es dann sogar funktioniert. Und das war der Beginn einer sehr engen Zusammenarbeit. A. B. Es war sogar ein Produkt dieses Besuches, dass er mir anbot, einen Backchannel zu machen. Also einen verdeckten, offiziösen Kanal zwischen dem Weißen Haus und dem Kanzleramt, Palais Schaumburg. Das habe ich natürlich sofort mit Kusshand angenommen. Was Besseres konnte uns gar nicht passieren, als mit Rückendeckung der Amerikaner kurzschließend mit ihnen vorgehen zu können. Und umgekehrt hat er natürlich gedacht, er hat uns dadurch an der Leine, kann uns besser überwachen, alles in Ordnung. Jedenfalls haben wir diese Idee des Backchannel aufgenommen, ganz anders. Denn Brandt schrieb einen Brief an seinen Kollegen Kosygin, Vorsitzender des Ministerrats, also Ministerpräsident, der reine Kollege protokollarisch, und bot an einen vertraulichen Meinungsaustausch, die Bereitschaft dazu. Und dann hörten wir eine ganze Weile gar nichts. Und dann kam meine Sekretärin und sagte, also ein sowjetischer Journalist möchte ein Interview mit Ihnen haben. Und da ich wusste, dass ich dann nach Moskau fahren würde, nach dem Jahreswechsel, habe ich gesagt, ich will nicht. Und dann rief der
Sprecher der Bundesregierung, Conny Ahlers, an und sagt, du, ich habe dem das versprochen. Jetzt steht mein Ruf auf dem Spiel, du musst. Daraufhin habe ich dann meiner Sekretärin gesagt, also, wenn die Schreibtische leer sind, am Nachmittag des Heiligen Abend, am 24. Dezember, dann geben wir dem eine halbe Stunde. Der kam auch an, balancierte unruhig auf seinem Stuhl, stellte eine dumme Frage, ich gab eine dumme Antwort, er stellte noch eine dumme Frage und ich überlegte, warum bist du nicht zu Hause, um Weihnachtsbaum zu putzen? Und plötzlich wurde ich ganz elektrisiert, denn er bezog sich auf den Brief von Brandt an Kosygin. Kein Zweifel, der kommt wirklich von oben und er hatte keine schriftliche, sondern nur eine mündliche Mitteilung, nämlich die Antwort des Vorsitzenden des Ministerrats ist positiv, heißt ja. Aber bitte nichts unserer Botschaft sagen. Das heißt, das war das Entsprechende. Ja. Unter Ausschaltung der Apparate einen direkten Kontakt, verdeckt, aber zuverlässig. Aber weil Sie gerade gesagt haben, mit dem Weihnachtsbaum schmücken, bei so viel Weltpolitik hat man da überhaupt ein Privatleben? Sehr reduziert, auf kleiner Flamme. Ich habe hinterher festgestellt, 72 nach dem Ende der operativen Phase zwischen 69 und 72, dass ich, glaube ich, 3 oder 4 Wochenenden überhaupt nur gehabt habe. Und ansonsten habe ich durchgearbeitet. Ja. Und man kann das auch, man ist unter einer solchen inneren Anspannung. Das Adrenalin ist fabelhaft. 73 plötzlich hatte ich keins mehr. Fast keins mehr, wäre fast gestorben. Und dann kam ich nach Moskau und man gab mir einen Zettel in die Hand, während ich das erste Ankunftsinterview für die ARD gab. Und da stand dran, sie würden sich da melden, telefonisch. Und dann ging ich ins Hotel Ukraina. Das kenne ich auch. Ja? Ja, das ist schönes. Auch den Geruch noch? Ja, natürlich. Also- natürlich. Die Reinigungsmittel. Ich war jetzt drin, es ist ganz anders. Ja. Und riecht auch nicht mehr so. Na gut. Schade. Und dann klingelte das Telefon, der meldete sich, dann ging ich runter. Wir wollten uns unten in der Lobby da treffen, da ist auch ein Restaurant. Und dann wollte ich in eine Ecke gehen und dann nahm er mich an den Arm und sagte, in keine Ecke und an keine Säule, das wird abgehört. Und darauf war ich sehr beruhigt, weil ich gedacht habe, vom KGB kann der nicht kommen, denn der ist ja geradezu verpflichtet, alles abzuhören, nicht? Ja, und zu ja, wissen. ja. So. Daraus hat sich ein Kanal ergeben, in dem wirklich fast ohne Prestigegesichtspunkte, fast ohne protokollarische Rücksichten, in aller Offenheit gesagt werden konnte, was man will, was man nicht will, was man kann und was man nicht kann. Das war Gold wert. Das heißt, die haben nicht betrogen. Man konnte sich auf alles verlassen, was die gesagt haben. Haben Sie jemals erfahren, was die für offizielle Positionen hatten? Ja, hinterher. Der eine, Valeri, war wirklich stellvertretender Chefredakteur von Literaturnäher Gazeta. Ah ja. Und der andere kam aus der Armee, war Obrist der Armee, war in Deutschland gewesen, konnte ganz gut Deutsch, nicht wirklich perfekt, aber wer kann das schon? Und war Andropow begegnet, der ihm gesagt hatte, er möchte eine neue Deutschlandpolitik, einen kleinen Arbeitsstab für eine neue Deutschlandpolitik überlegen. Und der wollte nicht. Er wollte nicht zum KGB. Und dann hat der Andropow ihm gesagt, also du brauchst nicht ein KGB. Es ist eine politische Sondergruppe, du hast mit dem Apparat nichts zu tun. Der wollte immer noch nicht. Das Und war dann zu der Zeit, als Andropow noch KGB-Chef war. Ja. Und dann hat der Andropow gesagt, ich mache dich zum General. Und dann wollte er. Das heißt, ich hatte, ohne es zu wissen, mit dem KGB-General geredet und freundschaftliche Beziehungen entwickelt. Wenn ich es gewusst hätte, wäre es vielleicht nicht so schnell gegangen, aber im Prinzip genauso gewesen. Der Schäuble hat ja auch nie gefragt, welchen Stasi-Rang der Schalk-Golodkowski hatte. Das war
alles völlig in Ordnung. Wir haben selbstverständlich von der Existenz dieses Kanals den Kissinger unterrichtet. Kissinger hat uns von seinem Backchannel nach Moskau unterrichtet und wir haben zu dritt gespielt. Ohne diesen Kanal oder das System der Kanäle wäre das Berlin-Abkommen nicht so zustande gekommen. Ohne diesen Kanal wäre vieles nicht erreicht worden, was erreicht worden Und ist. wir dachten, Abrasimov war's. Weil der hat doch gesagt, Ende gut, alles gut. Ja, das war das Einzige. Das war der einzige wirkliche substanzielle Beitrag von Abrasimov. Der hatte gar nichts. Der musste das durchführen, was wir in Bonn uns ausgedacht hatten. Es gab mal die Frage, in der DDR braucht die DDR Kabarett. Schließlich hat die große Sowjetunion auch kein Kabarett. Das ist ja schon ein Witz, die Frage. Ja, aber wurde ernsthaft gestellt. Und wurde dann, also mal so beantwortet. Ne? Das war ja auch das Ulkige beim Kabarett in der DDR. Die Kabaretts wurden ja vom Staat bezahlt. Das waren ja so eine Art kleine Stadttheater. Es konnte passieren, dass ein Kabarett verboten war, ein Programm verboten war, aber alle, die dort angestellt waren, wurden weiter bezahlt. Man konnte in der DDR richtig Satirebeamter werden. Also man konnte verboten sein und trotzdem bekam man sein Gehalt weiter. Ja, das ist ja bei Beamten immer der Fall. Ja, natürlich. Selbst wenn er nicht tut, wird er bezahlt. Ja, insofern ich will die waren- Beamten nicht ja. beleidigen. Ne? Ja, um Gottes Willen. Dann treten sie in Streik und keiner merkt's. Na eben. Das ist ja noch schlimmer. Ja, es gab in der DDR eine Organisation, die hieß Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Meine Tante war da auch drin, weil sie gesagt hat, erstens kostet das nicht und zweitens ist das am harmlosesten und man kann schöne Reisen machen. Ja, und das ist auch völlig harmlos gewesen, natürlich. Es war überhaupt nichts Ernsthaftes. Aber Beitrag musste man bezahlen. Na ja, gut, einen kleinen Beitrag. Also es war 50 Pfennig oder sowas im Ja, Monat. ja. Ich weiß es nicht, ich bin da nicht eingetreten, weil ich gesagt habe, wenn man dafür eine Organisation braucht, um die Freundschaft. Ich bin natürlich Freund der Sowjetunion. Wieso denn nicht? Ich bin Freund aller Völker dieser Erde. Und ich finde, das zeigt ja nur, dass da was nicht stimmt, wenn man da. Aber es wurde akzeptiert. Man musste ja sowieso nicht rein. Also wird ja mal gesagt, man musste. Man konnte es schon noch selbst entscheiden, ob man irgendwo eingetreten Meine ist. Tante ist freiwillig gegangen, aus dem Freiwillig, genannten Grunde. Ja, natürlich ist ja auch nichts Schlimmes gewesen. Nein. Nee. Sie hat DSF gefragt, ob ich das für schlimm halte. Habe ich gesagt, nein. Dann gab es Gänsebraten. Ich habe gesagt, das war doch nicht nötig. Glaubst du auch, dass wir hier nichts zu essen haben? Ja, das war eigentlich, die DSF war eher was Komisches. Also wir machten natürlich darüber im Kabarett auch unsere Witze. Nicht? Man sollte ja die Russen auch nicht mehr Russen nennen, sondern es waren ja Sowjetmenschen. Jawohl. Und wenn wir dann im Kabarett sagten, ein paar Russen müssen ja drunter sein, dann war das schon ein Politikum, weil der große Bruder, das gehörte mit zu den Tabus im Kabarett. Also der große Bruder durfte aber auch nicht im geringsten, auch nur ironisch behandelt werden. Ich weiß nicht, da gab es mal in einer Nummer in der Distel mal Lärmen, Lärmen, nochmals Lärmen. Also von Lenin gab es ja Lernen, nochmals Lernen. Da ist die Botschaft eingeschritten und hat das untersagen lassen. Nein. Die sowjetische Botschaft, ja. Also wurde es uns auf jeden Fall mitgeteilt. Also Zensur konnte bei uns jeder ausüben, auch der sowjetische Botschafter. ...1971 war ich noch Schauspieler am Theater der Freundschaft, also am Kindertheater in Ostberlin. Und wir probierten gerade die verzauberten Brüder von Jewgeni Schwarz. Und da wurde plötzlich das gesamte Ensemble auf die Bühne gerufen. Es gäbe eine außerordentliche Meldung. Und dann wir versammelten uns da auf der Bühne in der Märchendekoration. Und die Parteisekretärin des Theaters kam, um uns zu verkünden, dass der Genosse Ulbricht um seine Ablösung gebeten hätte und der Genosse Honecker würde seinen Platz einnehmen, aber es sei im Grunde überhaupt nichts geschehen. Also sie rief uns alle zusammen, um uns zu sagen, es ist nichts passiert.
Es geht alles weiter. Die klare Linie der Partei sei nicht bedroht. Wir haben uns um die klare Linie der Partei überhaupt keine Gedanken gemacht und hatten ja schon lange vorher, Wochen vorher, Monate vorher, waren ja im Westfernsehen Vermutungen angestellt worden, wer denn der Nachfolger würde. Und alles lief natürlich auf Honecker, war auf Honecker hinausgelaufen. Als ich hörte, Honecker hat Ulbricht ersetzt, war die erste Überlegung, naja, also schlimmer kann es ja nicht werden. Im Kabarett kamen die führenden Persönlichkeiten der DDR nicht vor. Also für uns im Kabarett bedeutete der Wechsel von Ulbricht zu Honecker so gut wie nichts, da wir beide nicht nennen konnten. Wir haben zwar, das war ein beliebtes Mittel, natürlich den Ulbricht nachzumachen oder überhaupt, wenn ein Parteisekretär auf der Kabarettbühne auftrat, sprach er immer Sächsisch und war damit schon denunziert. Das funktionierte komischerweise auch in Sachsen. Und dann war es vielleicht ein Wechsel im Dialekt. Wenn man jetzt den Honecker leicht nachmachte, ohne natürlich seinen Namen zu nennen, dann hatte es auch eine gewisse komische Wirkung. Aber eigentlich hatte so ein Wechsel der Personen, das waren ja für uns reine Funktionsträger. Als Personen traten sie kaum in Erscheinung. Also für mich waren die Verhandlungen über den Grundlagenvertrag, die sich ja dann anschlossen, das erste Mal, dass ich Honecker begegnet bin, also von ihm empfangen wurde. Und bevor das war, habe ich Herbert Wehner gefragt, denn der kannte ihn ja aus dem Saarland. Und das Interessante war und für mich wirklich Maßgebende war, die Charakterisierung Honeckers durch Wehner: an dessen Händen klebt kein Blut. Das heißt, was immer da sonst ist, das ist kein unanständiger Mensch. Das war auch für uns etwas ganz Wichtiges. Der Mann hatte im Gefängnis gesessen. Der hatte was für seine Überzeugung auf sich genommen. Und das hielt uns eben auch davon ab, also leichtfertig über ihn zu urteilen. Diese Generation hatte eben für ihre Überzeugung noch etwas opfern müssen. Ja, der hat ja 12 Jahre wohl in Brandenburg gesessen. Ich kann über diese Zeit nicht sprechen, ohne Michael Kohl zu erwähnen. Ja. Das war nun ein Produkt der DDR. Hochintelligent, ein Funktionär, sehr befangen, verkrampft, als wir uns das erste Mal in Bonn gesehen haben. Und also ich habe damals gesagt und sage das wiederhole das gerne, gegen den war Gromyko ein Playboy. Ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich so warm wurde mit ihm, dass man sich einen Witz erzählen konnte. Ja. Er wenigstens das Gesicht dabei verzog. Später haben wir dann gelacht. Das heißt, wir sind in 2 Jahren ungewöhnlich enger Zusammenarbeit, fast jede Woche oder mindestens alle 14 Tage, mehrere Tage zusammen gewesen und haben dann gesprochen. Natürlich, nachdem ich die Nierensteine seiner Frau schon kannte, mussten wir auch mal über was anderes sprechen. Und dann habe ich ihm eines Tages gesagt, der Kommunismus ist zum Untergang verurteilt. Das fand er unerhört. Und ich habe ihm gesagt, das kann ich sogar beweisen. Das wollte er wissen. Ich sage, wenn ich Thukydides, Sophokles und wie die alten Jungs alle hießen, der ollen Griechen, heute noch verstehen kann, heißt das, dass sich die Menschen nicht verändert haben in ihrer Grundsubstanz. Liebe, Macht, Reichtum, Einfluss. Und wenn das über 2000 Jahre so ist, dann kann ich nur sagen, haben Sie keinen großen Erfolg gehabt, die Menschen umzuwandeln und einen neuen Menschen zu machen. Also seit 1917 jedenfalls
dass die Arbeit das Höchste und Beste und Schönste im Inhalt des menschlichen Lebens sei, ist noch nicht geglückt. Wenn ich mich darin irren sollte, dann, wenn wir uns in 500 Jahren mal zusammensetzen, werde ich mich entschuldigen. Ja, es gab da bei uns diesen Witz über den Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Im Kapitalismus beutet der Mensch den Menschen aus, im Sozialismus ist es umgekehrt. Das wussten wir auch. Nein, aber der Michael Kohl, der war doch auch in einer wahnsinnig schwierigen Situation. Wenn ich mir überlege, bei uns, also unter den Funktionären galt doch eine so strenge Sprachregelung und davon nur im geringsten abzuweichen, das konnte ja schon das Amt kosten. ja, also wir haben uns manchmal gerettet oder öfter gerettet in 4-Augen-Gespräche. Wobei ich immer wusste, wenn Aber wussten die 4 Augen, ob nicht noch ein Ohr dabei ist? Ja, wenn es in Ostberlin war immer ein Ohr dabei. Das war völlig klar. Aber wichtige Sachen haben wir dann eben in Bonn besprochen. Und da war kein Ohr? Nein, da war kein Ohr. Ich erzähle jetzt mal ein Geheimnis. Ja. Ich habe unseren Dienst gefragt, ob er das Hotel, in dem wir den Kohl und seine Delegation untergebracht haben, so technisiert verkabeln könnte, dass man da hören kann, was sie sagen. Und dann haben die mir erklärt, nach 24 Stunden, nein, das könnten sie nicht. Das heißt, wir haben dann unsere Genugtuung daraus gewonnen, dass wir sicher dachten, dass die DDR-Leute dachten, hier werden sie sicher abgehört, aber sie wurden gar nicht abgehört. Das war der besondere Trick. Ja, so gut waren unsere Dienste. So. Damit müssen wir beenden heute. Jawohl. Ich bedanke mich bei den Herren. Bitte sehr.